Hallo, hallo! Im letzten Video habe ich das neue Plexiglas mit der Oberfräse zugeschnitten und es zusammen mit einer EPDM-Rundschnur in den Rahmen eingesetzt. Die Fenster sind somit parat für den Einbau. Zwar warten die Fenster auf ihren Einsatz, aber das Boot ist noch nicht bereit. Auch der Aufbau muss ausgiebig von Silikon und gehärtetem Dichtungsmaterial befreit werden. Und der Ausschnitt, der fürs Fenster gemacht wurde, ist ziemlich schlampig und unschön geschnitten worden. Beim Begradigen hilft mir der Dremel. Bei dieser Arbeit kommen leider noch weitere Probleme zum Vorschein. Die Fenster im Rumpf im Aufbau sind ja undicht. Das ist sicherlich zum einen teilweise wegen der 50 Jahre alten Dichtung und dann wurde da außenrum so ein bisschen mit Badezimmersilikon alles mögliche zugesaut. Ein anderer Grund, warum die Fenster undicht sind, haben wir erst beim Ausbau gesehen, ist, dass an einigen Stellen der Rahmen nur 2 mm übers GFK ragt. Das heißt, es ist einfach eine recht geringe Fläche, wo wirklich Dichtmaterial haften kann. Deshalb ist jetzt die Idee, dass man eigentlich an den Stellen, wo es zu knapp ist, dass man den Rumpf quasi wieder verlängert. Dafür habe ich jetzt erstmal hier so eine flexible, sag ich mal, Matte gebastelt. Moment, fangen wir nochmal von vorne an. Als unterste Schicht nehme ich ein Abreißgewebe und befestige das mit Malerkrip am Tisch. Als nächstes kommt eine Schicht Polyesterharz, dann Glasfasermatte. Ich nehme 300 Gramm pro Quadratmeter. Und wieder Harz. Ich verwende Einmalpinsel, weil so spare ich mir Putzarbeit. Ich mache insgesamt 3 Lagen. Zum Schluss kommt Abreißgewebe oben drauf. Dann entlüfte ich mit dem Entlüftungsroller. Den Entlüftungsroller putze ich anschließend mit Aceton. Ich hebe oft altes Aceton auf für den ersten Durchgang, deshalb ist es schon so schwarz. Meine GFK-Pfannekuchen haben jetzt über Nacht härten können und jetzt mal gucken, ob man das Abreißgewebe gut abbekommt. Im Internet stand, man kann das Abreißgewebe als erste Schicht benutzen. Ja. Das hat jetzt wohl nicht funktioniert. Glaube niemals dem Internet. Was geholfen hätte, wäre eine Schicht PVA gewesen. PVA ist ein Trennlack, der verhindert, dass Harz an einer Oberfläche haftet. Ich hätte sogar PVA da gehabt, aber ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen, dass das Harz durch das Abreißgewebe suppen würde und sich mit dem Tisch anfreunden würde. Tja, wieder was gelernt. Beim nächsten Mal mache ich es besser. Pfannekuchen. Okay, Nummer 2. So, da sind die 2 Polyester-Pfannekuchen. Super, das habe ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber mal ganz grundsätzlich hat es ja funktioniert. Als nächstes schneide ich die Platten mal grob in Fensterausschnittform. Ich habe am Boot ein Stück Pappe als Schablone genommen und die Form auf die Platte gezeichnet. Mit der Handstichsäge mit einem Holzsägeblatt geht das problemlos. Natürlich immer brav Atemmaske tragen, damit man den giftigen Staub nicht einatmet. Nach dem Grobzuschnitt schleife ich den Rest passgenau mit dem Bandschleifer. Wer so einen nicht zur Hand hat, kann das Ganze manuell mit 80er Schleifpapier machen. Dauert dann halt einfach ein bisschen länger. So, Polyesterpfannekuchen fertig, also wieder zurück zum Boot. Die schon mal in Form des Fensters hier an der schlimmsten Stelle zugeschnitten. Das würde ich dann so da reinsetzen. Da sieht man auch ganz schön hier die 2 verschiedenen Farben vom Gelcoat, da wo die Sonne jeweils drauf gefallen ist und wo nicht.
Also hier ist schon extrem wenig Platz. Ist kein Wunder, dass da Wasser reinkommt. Also die Idee wäre, dass man das hier jetzt dran laminiert, vorher hier den Gelcoat und Teile vom Laminat schön runterschleifen, dass man so eine leicht abschüssige Fläche bekommt und das dann hier dran laminieren, wieder eine plane Fläche und am Ende Gelcoat drauf. Und dann schlussendlich hier so abschneiden, dass es passt, genau mit dem Fenster, dass man einfach überall genug Material hat. Und los geht's. Tut aber ganz schön weh, so einen unbeschädigten Gelcoat kaputt zu machen und alles wegzuschleifen. Aber muss ja sein. Wie ihr vielleicht seht, habe ich ein neues Spielzeug. Ein neuer Exzenterschleifer von Bosch Blau. Vorher habe ich immer mit einem Bosch grünen Schwingschleifer gearbeitet. Das ging auch irgendwie, aber ich muss schon sagen, der Unterschied ist wie Tag und Nacht. Dann befestige ich diesen Polyester-Pfannekuchen, also diese Platte, im Rahmen. Dafür benutze ich Malerkrepp und von innen einige Stücke Pappe, die ich zwischen die beiden Sandwichhälften stecke. Als nächstes klebe ich alles ab. Es gibt so Kreppband, an dem hinten schon Abdeckfolie dran ist. Das finde ich ziemlich praktisch. Man muss nur die Abdeckfolie am Rumpf festkleben, damit sie nicht beim nächsten Windstoß ins feuchte Laminat geweht wird. Ich spreche leider aus Erfahrung. Nun kann es aber wirklich losgehen. Ich entfette alles mit Aceton. Es kommen mal wieder meine geliebten Wattepads zum Einsatz. Ich reiße mir passende Stücke Glasfasermatte zurecht. Dieses Mal nehme ich 175 Gramm pro Quadratmeter, da ich nicht so viel Platz habe und lieber einige dünne Schichten machen möchte, als eine dicke. Ich mische das Harz und den Härter wie gewohnt an. Dieses Mal kommt aber auch noch Aerosil dazu. Aerosil ist ein Füllstoff, der das Harz weniger flüssig macht. Das brauche ich, weil ich an einer vertikalen Fläche arbeite und nicht will, dass alles runterläuft. Ich tue so viel Aerosil rein, dass die Konsistenz ungefähr wie Marmelade ist. Ich trage eine erste Schicht auf. Besonders die Ritze tränke ich schön mit Harz. Und dann lege ich eine erste Matte drüber. Ich drücke sie vorsichtig mit den Fingern an und dort, wo noch Harz fehlt, trage ich mehr auf. Dann entlüfte ich mit dem Entlüftungsroller, aber ich muss von hinten gegenhalten, damit ich nicht alles nach innen drücke. Also sorry, wenn meine Hand im Bild ist. Noch eine Matte, nochmal Harz, nochmal entlüften. Und alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. So sieht das Ganze nach dem Aushärten von innen aus. Und so, nachdem ich mal ganz grob die Form mit dem Makita-Bandschleifer geschliffen habe. Der Rest kommt dann mit dem Dremel. 3 days later. Es gibt jetzt hier eine kleine Planänderung. Wir haben eigentlich Gelcoat bestellt in unserer RAL-Farbe, also quasi wirklich so, dass wir das dann idealerweise einfach auftragen können auf die beschädigten Stellen und keine Farbanpassungen mehr machen müssen. Da es aber ja in Deutschland ein Styrolverbot gibt, haben wir den Gelcoat in Spanien bestellt. Der wäre jetzt eigentlich mit DPD gekommen. Es kam dann auch eine Benachrichtigung, Ihr Paket ist auf dem Weg und so weiter, wird heute zugestellt zwischen 4 und 5 Uhr. Und dann kamen wir abends nach Hause und das Paket war nicht da. Stattdessen kam dann irgendwie die Benachrichtigung, das Paket sei beschädigt worden und geht zum Händler zurück. Jetzt ist dummerweise auch noch das Osterwochenende. Jetzt muss der Händler aus Spanien eigentlich ein neues Paket uns zukommen lassen. Das wird aber nichts mehr vor Ende April. Und wir müssen zwingend Ende April hier aus dem Winterlager weg sein. Denn das ist vor einem Freibad auf dem Fahrradständerparkplatz und am 1. Mai macht das Freibad auf. Das heißt, wir müssen weg. Und ins Wasser kommen wir bis dann definitiv nicht. Das heißt, jetzt eine ganz spontane Aktion. Wir bringen heute das Boot vor die Werkstatt,
vom Marc. Die ist nämlich auf einem Bauernhof und hinter der Scheune vom Bauernhof können wir das Boot hinstellen. Das wird allerdings auch wahrscheinlich eine schwere Geburt, denn da muss man einen recht schmalen Pfad rückwärts runter. Ja, wird also spannend. Mal sehen, wie das alles so funktioniert. Biber wiegt ja 2,4 Tonnen und ist somit noch trailerbar. Der Anhänger wiegt nochmal 700 Kilo, macht also insgesamt über 3 Tonnen Gesamtgewicht. Es gibt tatsächlich nicht so viele Autos, die das überhaupt ziehen können. Glücklicherweise können wir aber den Amarok von einem Freund ausleihen und der darf 3,2 Tonnen ziehen. Ich darf aber sowas gar nicht fahren. Ich habe 2006 den Führerschein gemacht und da gab es die Kategorie BE nicht einfach so dazu. Marc ist ja 5 Jahre älter als ich und hat noch den alten Führerschein und er darf also Gespanne mit einem Anhänger bis 3,5 Tonnen fahren. Er macht das auch extrem souverän und das, obwohl ich ihn so schlecht einweise. Es geht also vom Zürichsee über Autobahn und Landstraße nach Dielsdorf. Und dort unten soll es runtergehen. Hier muss ich glücklicherweise nicht mehr einweisen, denn es gibt Unterstützung von 2 Freunden, die das einiges besser machen als ich. Marc und mich freut's. Der Weg runter zum Stellplatz ist ziemlich schmal und steil und die Kurven sind eng. Aber es klappt eigentlich alles gut. Bis darauf, dass ein Ast unseren Aufbau zerkratzt. Gelcoat-Arbeiten stehen aber sowieso an, dann kann man das auch gleich machen. Der Pfahl auf dem Feld muss weg und dann erreicht Biber sein neues temporäres Zuhause. Ich hatte natürlich gehofft, wir sind nur ganz kurz hier, aber wie sowas eben ist, dauert auch hier alles länger als geplant. Doch dazu mehr im nächsten Video, dem letzten der 4-teiligen Fensterserie. Bis dann!